Hallo zusammen, heute wird mal hier gearbeitet bei mir und ich mache den Ofen sauber und danach wird der beheizt. Ich zeige euch in diesem Video mal, wie ich den Bauernhof bzw. das Haus beheize. Hier habe ich meinen Ofen und mit dem heize ich einen riesigen Wassertank. In diesem Tank sind 2500 Liter Wasser. Den Tank kann man jetzt nicht sehen, der ist isoliert. Hier in dem System gibt es eine Automatik, die meine Temperatur vernünftig einstellt. Es geht ein Fühler, ein Temperaturfühler nach außen. Und hier oben an der Vorlaufleitung ist der nächste. Es gibt hier eine kleine Kreislaufpumpe und wir haben hier eine Druckanzeige. Das Wasser kommt aus dem Tank, läuft hier am Boden entlang in der Rohrleitung, wird dann hier in den Ofen eingespeist, aufgeheizt, dann geht es über diese Leitung, geht es entweder zurück in den Wassertank oder aber hier weiter in das Heizungsnetz. Gesteuert wird das Ganze dann von der Automatik. Dieses Gerät kann ich zusätzlich einschalten, wenn es extrem kalt ist. In diesem Rohr sind Heizstäbe drin, die haben 7 Kilowatt und so kann ich direkt den ganzen Heizungskreislauf beheizen. Ich kann dieses Teil so schalten, dass das heiße Wasser in den Tank geht oder auch einen Umgang öffnen, dann läuft es da vorbei und bleibt nur im Kreislauf. Hier vorne ist ein Thermostat. Normalerweise gehört hier auch eine Metalltür rein, aus Sicherheit, damit im Falle eines Brandes das Feuer nicht übergreift, hier in diesen großen Keller. Aber die wurde aus irgendeinem Grund weggelassen. Das ist ein Verstoß gegen die Brandschutzverordnung. Aber interessiert mich nicht, ich bin nur Mieter. Heute werde ich den Ofen mal reinigen, das heißt den Kasten oben auf dem Ofen, wo die Wasserleitungen durchlaufen, vom Ruß befreien. Das mache ich normal einmal in der Woche, weil das weniger Aufwand ist. Aber jetzt habe ich es mal 3 Wochen gelassen, um euch einfach mal zu demonstrieren, wie viel Ruß sich dabei ansammelt. Den Kasten sollte man immer sauber halten, denn dann heizt der Ofen auch vernünftig. Es ist effektiver zu heizen und das Holz sollte auch immer richtig trocken sein. Für die Reinigung habe ich hier 3 Drahtbürsten, 3 verschiedene Größen. Damit müssen wir richtig ran. Jetzt machen wir erstmal die Luke hier auf, mal schauen, was uns hier erwartet. Da sieht man schon einiges an Ruß. Und wir machen hier die Klappe weg. Ja. Seht ihr, was das für ein Dreck ist? Deshalb mache ich das einmal in der Woche. Und dann immer samstags, wenn ich in die Sauna gehe. Heute ist Mittwoch, heute ist auch Saunatag. Zum Reinigen öffne ich die Rauchklappe, damit der ganze Staub ab in den Schornstein geht. Seht ihr, was da jetzt ein Zug entsteht? Wir haben es draußen sehr windig. Und jetzt geht's mal los.
So, jetzt sieht er relativ sauber aus. Und jetzt machen wir die Luke wieder rein. Deckel drauf. Und noch ein bisschen sauber machen. Gut, auch das reicht. Jetzt wollen wir die Aschekasten machen. So, der Aschekasten ist auch sauber. Der Feuerraum. Und jetzt werden wir das Ganze mal befüllen mit Holz. Dann können wir es nachher anzünden. So, der Ofen ist soweit gefüllt. Ich habe da eine Lücke gelassen. Da kommt nachher noch was hin. Das ist mein Anzünder hier. Schaut mal, es ist so harzig, das Holz. Das brennt unheimlich gut. Da hat man gleich ein Streichholz dran und dann brennt es. Jetzt lassen wir das erstmal eine Stunde brennen. Leider ist der Wind draußen enorm stark, der bläst ein bisschen in den Ofen. Aber gut, kann man nichts machen. Wir können uns ja hier Finnland das Wetter nicht aussuchen. Ja, und in einer Stunde werde ich mal nachschauen gehen, ob die Temperaturen alle gut sind und eventuell ein bisschen Holz nachlegen. Ich habe das Feuer noch ein bisschen geschürt, damit die ganze Asche abfällt in den Kasten. Da brennt es noch besser. Und gut ist, in 2 Stunden gehen wir nochmal nachschauen. Ich habe gestern Holz bekommen und bringe das jetzt langsam in den Keller. Das ist nicht das, was ich normal verbrenne im Winter. Im Winter habe ich Größeres. Das ist jetzt das Frühjahrsholz, das reicht. Das ist für 3 Öfen gedacht, für den Keller, für die Sauna und für die Küche, für den Backofen. Das Holz hier, das nehme ich im Winter. So, hier ist jetzt alles wieder so geschaltet, wie es sein sollte. Wir sind jetzt auch am Ende angelangt. Meine Sauna wird langsam heiß. Da werde ich mich gleich schön auf die Bank setzen, ein kaltes Bier genießen, vielleicht auch 2. Ich danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für eure Geduld.
Wenn ihr Fragen habt oder auch nicht, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Hey, hey!